Hi. Servus und auch herzlich willkommen an euch und super cool, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute schon unsere dritte Ausgabe von der Mission Cloud. Und letztes Mal haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, von der ersten Idee bis zum Go Live, wie so ein Implementierungsprojekt mit SAP Cloud ERP ausschauen könnte. Und heute soll es um ein bisschen was anderes gehen. Dazu habe ich mir einen Christian eingeladen, einen von unseren Solution Architects. Und ja, sag doch einfach erstmal kurz was zu dir. Ja, vielen Dank. Ich bin der Christian, Solution Architect bei FIS. Bin schon seit über 10 Jahren im SAP-Bereich unterwegs und beschäftige mich natürlich, wie alle SAP-Partner in den letzten Jahren, ganz explizit mit dem Thema Cloud ERP. Und genau, das ist ja unser Ziel, da wollen wir hin. Und da versuchen wir natürlich immer die bestmögliche Lösung auf dem Weg zu finden. Genau. Das klingt schon mal gut. Und heute, ich habe ja schon angekündigt, ein bisschen anderes Thema, soll es um die Connection zwischen SAP Business One und SAP Cloud ERP gehen. Und jetzt wäre mal meine erste initiale Frage, wie kommen wir als Public Cloud, Cloud ERP Implementierungspartner überhaupt auf das Thema SAP Business One? Ja, gute Frage. Es kommen immer wieder Kunden auf uns zu, die Business One im Einsatz haben, die sich fragen, wie geht es mit ihrem Business One weiter? Das ist ja nicht so ganz klar, auch von der SAP, was weiter mit dem Business One passiert. Und da haben wir eine schöne Möglichkeit, einen Weg aufzuzeigen, wie ich von Business One hin zu einem S4 Cloud ERP kommen kann. Und darüber wollen wir sprechen. Das klingt auf jeden Fall schon mal spannend und ist, denke ich, ein sehr zeitgemäßes Thema. Vielleicht magst du mal anfangen. Du hast jetzt gesagt, okay, die Kunden haben SAP Business One im Einsatz. Was ist denn jetzt so, was sind jetzt die typischen Stolpersteine oder die Herausforderungen, die mit dem Thema SAP Business One in 2025 verbunden sind? Ja, Stolpersteine würde ich es nicht nennen, ich würde es Herausforderungen nennen. Business One hat einfach so ein paar kleine Eigenheiten, die es so mitbringt. Business One ist für jedes Unternehmen immer eine eigene Installation. Es hat nur so einen eingeschränkten Funktionsumfang. Jedes Release-Upgrade, wenn man es so nennen möchte, von der SAP ist immer gleichbedeutend mit einer Neuinstallation. Es hat nur sehr eingeschränkt Funktionserweiterungen, die man nutzen kann. Es wird von der SAP auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt, nicht weiterentwickelt. Das sind so die Themen, die die Kunden umtreiben. Für manche passt das gut, die kommen damit klar, aber es gibt andere Unternehmen, die stoßen da irgendwann an ihre Grenzen von ihrem Business One. Und da möchten wir natürlich unterstützen, dass man mit SAP auch weiter wachsen kann und vielleicht sich für eine andere Lösung entscheidet als das Business One, das eben ein bisschen eingeschränkte Möglichkeiten hat in dem Bereich. Okay, dann bleiben wir bei der Nomenklatur Herausforderungen und nicht bei Stolpersteinen. Genau. Ähm, ja, okay, jetzt haben wir diese Herausforderung, die du gerade beschrieben hast. Inwiefern kann SAP Cloud ERP für diese Kunden, für die das Business One vielleicht nicht mehr reicht, jetzt ich nenne es mal Game Changer sein oder ist es vielleicht sogar die ideale Lösung? Ich meine, deswegen stehen wir vielleicht auch hier, ne? Genau. Ja. Ja, also das SAP Cloud ERP hat natürlich eine ganze Reihe Vorteile im Vergleich zum Business One. Es ist, wie der Name schon sagt, erstmal ein Cloud-System. Das heißt, ich als Kunde, als Nutzer muss mich eigentlich um Wartung und Betrieb nicht mehr kümmern. Es werden kontinuierlich Innovationen in das System hinein implementiert. Auch darum muss ich mich nicht kümmern. Das macht alles die SAP für mich. Und ich habe sehr gute Möglichkeiten zu skalieren. Das heißt, ich kann klein anfangen und kann dieses System sowohl von Volumen als auch von den Funktionen immer erweitern, mehr Funktionen dazunehmen, weitere Unternehmen eingliedern. Ich bin da also sehr flexibel, kann sehr dynamisch mit dem System umgehen, bin nicht so eingeschränkt und profitiere eigentlich von allem, was die SAP an Innovationen auf den Markt wirft, kann man Mhm. fast sagen. Und muss mich da eigentlich, was Wartung und Betrieb angeht, um das System überhaupt nicht mehr kümmern. Macht alles die SAP für mich. Ja, klingt schon mal super, weil ich meine, nicht um was kümmern zu müssen und ich sag mal die IT-Struktur einfach abzugeben, das ist ja, dann kann man sich einfach auch auf so ein Kerngeschäft mehr fokussieren. Ähm, Jetzt so vielleicht der Weg dorthin. So, wir haben jetzt darüber geredet, okay, es gibt Herausforderungen und eventuell gibt es da Ansätze mit SAP Cloud ERP, die zu lösen. Wie können wir jetzt auf dem Weg vom B1 zum Cloud ERP konkret
unterstützen? Genau, also da haben wir eine wunderbare Lösung von einem Partnerunternehmen von uns, das ist die UniOrg. Die haben ein Tool entwickelt, das nennt sich das U-Bot-Tool. Was macht dieses Tool? Ich kann mit dem Tool ein bestehendes Business One-System analysieren, kann gucken, was ist da alles drin, was passiert da, kann mir anschauen, welche Prozesse werden dort abgebildet und kann dann anschauen, wie groß ist der Schritt von meinem Business One, so wie ich es heute habe, hin zu einem Cloud ERP. Das Cloud ERP von der SAP bringt schon vordefinierte Prozesse mit sich und ich kann dann sehr schön analysieren und darstellen, wie komme ich von Business One hin zu Cloud ERP, wie groß ist der Schritt, was fehlt mir, was mache ich alles oder was habe ich vielleicht schon alles, was das Cloud ERP auch kann und kann so sehr schön darstellen, was ist es denn für mich für einen Aufwand, von A nach B zu kommen, ist es klein, ist es groß und kann dann viel einfacher und schneller eine Investitionsentscheidung treffen, hin zu einem SAP Cloud ERP. Hm. Ja, also so ein Tool ist sicherlich schon mal super hilfreich und gibt ja auch nicht so viele Leute, die sowas anbieten. Ne? Ähm, ja, jetzt würde mich interessieren, okay, du sagst, da gibt es ein Tool. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das durchleuchtet irgendwie mein System und findet dann raus, ob eben die Public Cloud passt oder nicht, wie kann ich mir diesen Scan explizit vorstellen? Kannst du dazu irgendwie noch was sagen? Genau, ja. Wir durchlaufen da mehrere Schritte beim Bearbeiten mit dem Tool. Das erste ist, wir analysieren das Quellsystem, also das Business One beim Kunden. Wir ziehen dort erstmal alle Daten raus. Das heißt, wir gehen auf den Server, wo das System liegt, ziehen alles an Informationen raus, was wir finden in dem System. Gucken uns im nächsten Schritt an, was ist das? Das heißt, welche Prozesse werden dort benutzt, welche Tabellen werden benutzt, was steht da alles drin, in welchem Umfang, gibt es Add-ons, gibt es kundeneigene Felder und holen uns erstmal alles aus diesem Quellsystem, aus dem Business One raus, was wir dort an Informationen abgreifen können. Diese Informationen analysieren und interpretieren wir dann. Das heißt, wir schauen, welche Prozesse werden genutzt, in welchem Umfang, welche Prozesse werden vielleicht nicht genutzt, welche Add-ons sind auf dem System, werden die auch wirklich tatsächlich genutzt, sodass wir im ersten Schritt erstmal ein vollumfängliches Bild haben, was macht der Kunde eigentlich in seinem Business One-System. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann natürlich zu interpretieren, was bedeutet das für uns auf einem Weg hin zu einem Cloud-ERP-System. Das heißt, welche Prozesse bringt das Cloud-ERP-System schon mit, die wir 1:1 abbilden können? Welche Add-ons nutzt der Kunde? Gibt es dafür entsprechende Funktionalitäten schon im Cloud-ERP? Das gleiche gilt für kundeneigene Felder. Das Ganze bereiten wir grafisch auf, einfach um dann am Ende ein Ergebnis zu haben, wo wir sagen können, lieber Kunde, dein Schritt von deinem Business One hin zum Cloud-ERP ist entweder sehr klein, weil ist schon alles da, oder ist vielleicht ein bisschen größer, aber für dieses ist ein bisschen größer, haben wir die passende Lösung, weil es das Cloud-ERP schon mitbringt. Oder weil es andere Lösungen gibt, die eben diese funktionalen Gaps abbilden und haben dann, wenn wir fertig sind, eben ein sehr klares Bild, wie komme ich von meinem Quellsystem Business One hin zum Zielsystem Cloud ERP. Ja, klingt sehr gut und vor allem auch wichtig das Thema, denke ich, Add-ons. Bei B1 wissen wir, dass das gab es ja früher auch ein großes Add-on-Geschäft einfach, was das angeht und aber wichtig, dass wir das Thema auf jeden Fall mit betrachten. Ne? Ich möchte jetzt aber doch nochmal mehr aufs Big Picture gehen. Und du hast vorhin schon gesagt, so warum man das überhaupt, also was so der Grundgedanke ist, okay, das eine wird von der SAP ein bisschen stiefmütterlich behandelt und vielleicht steht da auch irgendwann mal ein End of Life aus, wissen wir nicht. So, aber was ist jetzt deiner Meinung nach, was sind denn jetzt die unternehmerischen expliziten Vorteile, die jetzt ein Subcloud ERP hat, die ein Business One womöglich nicht hat? Ja, wie gesagt, ich habe es vorhin schon angesprochen, es sind eigentlich eine ganze Reihe an Vorteilen im Vergleich zum Business One. Das erste, und ich glaube, das ist so, würde ich mal sagen, ein ganz erheblicher Punkt bei der Überlegung, gehe ich in ein Cloud ERP, ist einfach die Tatsache, ich muss mich um nichts mehr kümmern. Das System liegt nicht bei mir, liegt bei der SAP. Die kümmern sich um alles. Ich bin nur noch der Konsument von diesem System. Alles andere macht die SAP für mich. Das zweite ist natürlich, das Business One ist funktional zugegeben ein bisschen eingeschränkt. Das heißt, es bringt Prozesse aus verschiedenen Geschäftsbereichen mit sich.
Das mag auch für viele Business One-Kunden ausreichend und richtig sein, aber Kunden typischerweise wachsen im Zeitablauf. Und irgendwann kommen die Kunden an den Punkt, dass eben das System die Anforderungen, die der Kunde an das System hat, nicht mehr abdecken kann. Und da bin ich natürlich mit einem Cloud ERP viel breiter aufgestellt. Es bringt Prozesse mit, gerade Unternehmen oder Kunden, die von Business One kommen, die sind noch nicht ganz so groß oder die sind in einem Wachstumsprozess, die haben vielleicht noch nicht so stark ausgeprägte oder definierte Prozesse. Da unterstützt mich das Cloud ERP mit vordefinierten Prozessen, wo mir ganz genau von der SAP gesagt wird, wie funktioniert dieser Prozess und wie funktioniert jener Prozess. Und ich als Kunde, ich muss mir gar keine Gedanken drüber mehr machen, sondern ich kann den Prozess nutzen. Da hat sich die SAP auch viele Gedanken gemacht. Die haben schon viele solche Systeme umgesetzt und die haben einen ganz guten Riecher dafür, Wenn es einer wie wissen müsste, Prozesse dann funktionieren, müssen die es ganz eigentlich genau. wissen, ja. Und dann, was ich auch schon gesagt habe, ist halt natürlich das Thema Skalierbarkeit. Das heißt, ich kann erstmal klein anfangen, ich kann mit dem Funktionsumfang, den ich vielleicht heute im Business One habe, anfangen und kann sagen, das reicht mir erstmal, aber perspektivisch brauche ich vielleicht noch dies und das und jenes, was ich heute noch nicht habe. Aber ich kann jederzeit mir Prozesse in meinen Funktionsumfang dazu nehmen, kann skalieren von der Größe, vom Funktionsumfang her, bin da also total flexibel, auch perspektivisch in die Zukunft betrachtet und muss mir keine Sorgen machen, dass ich in absehbarer Zeit wieder an einen Punkt komme, wo mein System an funktionale Grenzen stößt, so wie ich es vielleicht aus dem Business One heute habe. Ja, das sind schon mal Features, die wirklich cool sind und ja auch irgendwo super wichtig, auch wenn man jetzt, sage ich mal, in die Zukunft guckt. Du hast vorhin noch was angesprochen und zwar das Thema bei SAP Business One ist, ich sage jetzt mal, jeder Tenant eine eigene Installation. So, da kam mir dann jetzt nochmal die Sache in den Sinn, Two-Tier, mehrere Tiers oder Three-Tier, wie auch immer. Genau. Kannst du nochmal zu diesem Thema hinsichtlich B1, SAP Cloud ERP irgendwie was sagen? Ja, gerne. Es ist ja nicht so, dass nur kleine Unternehmen Business One nutzen. Ursprüngliche Idee hinterm Business One von der SAP war mal, das ist ein abgespecktes ERP für kleine und mittelständische Unternehmen mit einem eingeschränkten Funktionsumfang. Es ist aber nicht so, dass nur kleine oder mittelständische Kunden Business One nutzen. Es gibt auch große Unternehmen mit Konzernstrukturen, die nutzen Business One-Installationen für bestimmte Tochtergesellschaften. Also die haben vielleicht eine Konzernstruktur, die Konzernmutter hat vielleicht schon ein voll ausgeprägtes SAP-ERP-System. Es gibt aber Tochtergesellschaften, die laufen auf Business One und für die gilt natürlich das Gleiche. Die kommen irgendwann an einen Punkt, wo das System nicht mehr mitskaliert, wo es funktionale Lücken gibt, die das System nicht abbilden kann. Genau für so ein Szenario ist auch das Cloud-ERP von SAP vorbereitet. Das heißt, ich kann eine oder auch mehrere Tochtergesellschaften auch von Business One auf ein SAP S4 Cloud ERP heben und habe dann Integrationsszenarien zum Beispiel zwischen dem On-Premise SAP-System der Mutter, also der Konzernmutter, und den kleineren Töchtergesellschaften im Konzern, wo dann systemübergreifend eben eine Integration stattfindet, sodass ich aus Konzernsicht heraus, aus zentraler Sicht Zugriff auf das Cloud-ERP meiner Tochtergesellschaft habe. Ich kann dort Lagerbestände abfragen, ich kann dort zentral Bestellungen auslösen, Zahlungen abwickeln etc. Also da gibt es auch von der SAP vordefinierte Szenarien, die genauso ein Zwei- oder mehr System-Szenario abbilden. Und das ist vielleicht auch für größere Unternehmen interessant, die heute Business One für einzelne Gesellschaften im Einsatz haben und nach einer modernen, zukunftsfähigen Lösung suchen. Ja, ja, voll gut, dass wir das Thema nochmal angesprochen haben, weil das ja auch wirklich ein, ich sage jetzt mal, ein tolles Ding ist, wenn, sage ich mal, die Satellitensysteme von den Tochtergesellschaften einfach dieselbe Sprache sprechen wie das große Muttersystem. Ganz genau. Und das viel einfacher ist. So, jetzt hast du mich von der Sache überzeugt, vielleicht auch den ein oder anderen Zuschauer. Wie ist jetzt der sinnvollste Fahrplan für mich, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt das B1 und ich würde mich für so eine Migration Richtung Cloud ERP interessieren? Wie gehe ich da vor? Genau. Also der erste Schritt ist natürlich
sprecht uns an. Ja, wir sind die Partner, die den Lösungsweg haben, die das entsprechende Tool haben, den Lösungsweg aufzeigen. Wir kommen dann mit dem Kunden ins Gespräch. Wir fragen, wo stehst du, wo willst du hin, was ist deine Grundvoraussetzung? Natürlich ein Business One. Zeigen dann den Fahrplan auf und würden, so wie ich es jetzt skizziert habe, einmal das Tool durchlaufen mit den entsprechenden Ergebnissen und können auch dann, wenn wir das Tool benutzt und durchlaufen haben, dann eine Entscheidung treffen, macht es Sinn, von Business One hin zum Cloud ERP oder macht es vielleicht keinen Sinn, weil der Kunde ist noch nicht so weit. Es kann vielleicht Gründe geben, dass es keinen Sinn macht. Und auch natürlich, und das ist die wichtige Info, wie groß ist der Schritt? Also ist es ein großer Schritt von meinem Business One hin zum Cloud ERP oder ist es vielleicht ein Schritt, der ist gar nicht so groß? Ich weiß es nur nicht. Das ist ja auch ein Ergebnis, einfach damit ich ein klares Bild darüber habe, was kommt auf mich zu, wenn ich weg von Business One hin zu Cloud ERP gehe. Also das war ein starker Abschluss und ich glaube, wir könnten noch Ewigkeiten weiterreden. Ja. Danke dir für deine Zeit und deine Expertise. Gerne. So, und falls ihr jetzt Interesse bekommen habt, mal mit uns über eure individuelle Situation zu reden oder falls ihr einen B1 habt und an so einem U-Boot-Check interessiert seid, dann kommt einfach auf die FIS zu, kommt auf uns zu und wir können uns die Sache gerne gemeinsam einfach mal anschauen. So, nächstes Mal, Episode 4, werde ich dann über das Thema Standardisierung, Change Management und Cloud Mindset reden, was meiner Meinung nach super wichtig für die Zukunft ist. Ich hoffe, dass ihr da wieder mit dabei seid und bis dahin sagen wir erstmal ciao. Ciao.